Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem PLW Review Kanal. Wir hatten euch ja nun schon ein paar Mal die Frühkriegsdarstellung des Ersten Weltkriegs gezeigt und da sich im Verlauf des Ersten Weltkriegs unglaublich viel an den Uniformen getan hat, gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter und zeigen euch mal die Veränderungen, bei denen es dann wirklich interessant wurde, an denen es quasi anfing, das Bild des Soldaten auch maßgeblich zu verändern. Hier sehen wir einen Soldaten, wie er in einer Etappe um 1915, 1916, kurz vor der Schlacht um Verdun oder an der Somme zu sehen war. Wir hatten ja schon gesagt, die Schuhe gab es damals überwiegend in Loga zur Ausgabe und hier sieht man, wie diese dann schon geschwärzt wurden. Das trifft auch auf die Patronentaschen zu, auf den Leibriemen und auf alle anderen Lederteile, die der Soldat an sich trug. Das war wie gesagt die Aufgabe von jedem Soldaten selber und die haben das mehr oder weniger enthusiastisch durchgesetzt. Wir haben uns jetzt hier dafür entschieden, das sehr konsequent durchzuziehen, um es besser erklären zu können. Des Weiteren erkennt man hier auch schon die Veränderung der Farbgebung der Materialien des Brotbeutelriems und des Brotbeutels. Diese waren dann nämlich nicht mehr aus dem rotbraunen Segeltuch ausgegeben, sondern dann später wirklich in einer grau-grünen Färbung. Wurde Schilfgrün genannt, aber wie gesagt, es gab kein Rahl und daher weichen die Farbtöne dementsprechend ab. Zur Uniform. Da der Soldat zu dem Zeitpunkt auch noch die steingraue Hose trug, mit den roten Vorstößen an der Seite, sage ich dazu jetzt nichts weiter, sondern beschränke mich hier in dem Fall auf den Waffenrock, den der Soldat trägt. Das ist in dem Fall der vereinfachte Waffenrock Modell 15. Die maßgeblichsten Unterschiede hierzu sind zum Beispiel die vereinfachten Ärmelaufschläge, die einfach bloß umgeschlagen wurden und zum Beispiel auch auf der Rückseite des Soldaten das Weglassen von Schmuckknöpfen. Man hat ja halt wirklich einfach nur ganz normale Schoßklappen ohne Zierknöpfe. Der Grund, warum man das so gemacht hat, das sind Beschaffungsgründe. Es mussten sehr schnell neue Uniformen hergestellt werden aufgrund der hohen Verluste. Und daher hat man sich entschieden, um den ganzen Herstellungsprozess ein bisschen zu vereinfachen, diese ganze Uniform ebenfalls zu vereinfachen. So, ganz stumpf so gesagt. Man hat es wirklich angepasst, vereinfacht und meiner Meinung nach auch dementsprechend modernisiert. Man hat sich halt wirklich der Lage des Kriegs angepasst. Was hier noch sehr schön zu erwähnen ist, der Soldat hier, da er sich in der Etappe befindet, trägt eine Taschenlampe. Diese hatte im Gegensatz zu der Taschenlampe, die im Zweiten Weltkrieg verwendet wurde, keine Signalfunktion, sondern die konnte man lediglich an- und ausmachen. Die wurden auch nicht ausgegeben, soweit ich weiß, die wurden privat beschafft von den Soldaten selber und so eine haben wir jetzt hier. Was auch noch ein sehr wichtiges Detail ist, was ich hier zeigen möchte, wir haben es schon mal angesprochen, nämlich als es um die Einheitsfeldmütze geht, die ich jetzt aufhabe. Bevor die ausgegeben wurde, gab es für die Feldmützen, um die Mützen der Soldaten abzutarnen, das sogenannte Verdeckband, mit dem man die Farbe der Waffengattungen der einzelnen Soldaten abgedeckt hat, einfach aus Tarngründen. Diese wurden sowohl ausgegeben als auch von den Soldaten aus diversen Materialien selber hergestellt, weil es war natürlich auch im Bestreben des Soldaten nicht gesehen zu werden, bis auf die Pioniere, bei denen die Farbe der Waffengattung schwarz war. Das sieht man auch auf sehr, sehr vielen Fotos. Also das ist ein sehr, wie ich finde, ein sehr wichtiger Ausrüstungsgegenstand, wenn man so die Zeit um 1915 bis 1916 und darüber hinaus darstellen möchte. Auch ein nettes Detail, das man hier sieht, ist das Seitengewehr 88-98, das umgangssprachlich als Aushilfsseitengewehr bezeichnet wird. Das hat einfach die Bewandtnis, das wurde auch wieder vereinfacht hergestellt. Auch hier, man brauchte wieder schnell viel, also hat man einfach diverse Firmen, die nicht mal unbedingt was mit der Blankwaffenherstellung zu tun hatten, damit beauftragt, eine vereinfachte Form des Seitengewehrs herzustellen, das sich sowohl auf das Kommissionsgewehr 88 als auch auf das Infanteriegewehr 98 aufpflanzen lässt. Im Gegensatz zu dem Seitengewehr 98-05 war dieses Seitengewehr komplett aus Stahl gefertigt. Die gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, also die gibt es wirklich in vielen verschiedenen Bauarten, wobei die Grundform immer gleich bleibt.
Die Knöpfe auf dem vereinfachten Waffenrock 15 waren immer noch mit dem jeweiligen Landeswappen versehen, wurden aber anders als jetzt bei diesem Rock. Das ist leider ein bisschen unglücklich, die wurden nicht mehr poliert, die wurden auch matt gehalten. Aus Tarnungszwecken. Ebenso hat sich das Koppelschloss verändert, das nun aus Eisen bestand und in der Regel von den Soldaten feldgrau gestrichen wurde. Oder man hat es blank gelassen. Also man sieht auf zeitgenössischen Fotos beides. Eine weitere Veränderung am Waffenrock 15 war zum Beispiel im Gegensatz zu dem Vorgängermodell, dass die Schulterklappen ab jetzt angenäht wurden. Die hatten dann später unten drunter eine Lasche, dass man die quasi zur Tarnung des Regiments oder zur Verschleierung des Regiments einrollen konnte. War da aber nicht mehr. Ach so. Ja, weil ab dem Rock gab es die Einheitsschulterklappen, die waren alle weiß. Immer. Bei jedem. Ja. Das ist halt das Schöne. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet ein paar informative Sachen mitnehmen. Wenn ihr weiter auch hier wieder detailliertere Informationen zu der Ausrüstung und Uniformierung haben wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da und dann auf Wiedersehen.